Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine. Bei mir ist der Kirjan und wir machen heute zusammen ein Körperpeeling mit Kokosöl. Kirjan ist Auszubildender im 3. Ausbildungsjahr im Beruf, der wie heißt? Ich kann mir das nie merken. Also ich mache eine Ausbildung im Bereich Kaufmann für E-Commerce, sprich für Onlinehandel. Und ein ganz großes Thema im Onlinehandel ist eben auch das Online-Marketing. Und was ist prädestinierter dafür als Social Media, wie beispielsweise YouTube? Und die liebe Christina hat mich eingeladen, dass ich heute einfach mal alles mitmachen kann. Eben die Produktion von dem Video, nachher den Schnitt und dann das fertige Produkt, das ihr dann zu sehen bekommt. Genau, und wir haben uns jetzt entschieden, heute aus unserer Reihe Geschenke aus dem Thermomix ein Körperpeeling zu machen, weil einerseits verwenden wir den Thermomix, der ja mein Hauptgerät ist. Ihr wisst, dass ich damit auch mal ganz gerne koche und backe. Und andererseits hat der Kirjan schon seit einigen Jahren eine eigene Webseite. Genau, die Seite nennt sich hautexperten24.de und seit ein paar Jahren spiele ich da so mit verschiedenen selbstgemachten Produkten herum und stelle euch die vor. Ich glaube, du wendest da auch die Sachen an, die du einfach in der Ausbildung lernst über Marketing, Webseitenerstellung und so weiter. Ne? Das lässt sich da ganz gut verbinden. Und deswegen machen wir heute ein Peeling. Das kann der Kirjan einerseits gut anwenden für seine Hautexpertenseite und für euch ist es interessant, weil ihr ja immer wieder nach Geschenken aus dem Thermomix fragt. Dann legen wir auch los. Ich bin heute lediglich die Assistentin, die die Zutaten zusammenmischen wird und Kirjan sagt uns jetzt, was wir in unser Hautpeeling hineintun. Genau, das Rezept ist ganz einfach. Wir benutzen nämlich bloß 3 Zutaten. Anfangen tun wir dabei mit 100 Gramm von mittelfeinem Meersalz, das die Grundbasis für unser Peeling darstellt, damit wir eben die abgestorbenen Hautzellen von der Haut runterholen können und gleichzeitig die Durchblutung fördern. Gleichzeitig wollen wir Meersalz benutzen, da dort eben noch ein paar mehr Nährstoffe, wie beispielsweise Magnesium, enthalten sind, als zum herkömmlichen Salz, das wir in der Küche vorfinden. Genau, als zweite Zutat. Warte mal kurz. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ihr habt vielleicht diese schwarzen Partikel in dem Meersalz gesehen. Das wusste der Kia nicht. Ich hatte nämlich noch Meersalz mit Algen, das ich jetzt einfach nehme. Ich habe ihn jetzt einfach überfallen, das wusste er nicht. Gut. Dann weitergehen. Genau, als zweite Zutat nehmen wir dann noch 2 Esslöffel von dem Kokosöl. Das Kokosöl bietet sozusagen die pflegenden Eigenschaften von dem Peeling. Es verringert, wenn schon vorhanden, Falten, kann diese aber auch vorbeugen. Gleichzeitig meinst du mich jetzt aber nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Gleichzeitig wirkt es antibakteriell, was natürlich für Pickel, wie der hier oben, ganz toll angebracht ist. Wo? Da oben, Ach, da. Genau, da. Vielleicht Okay. sollte ich das verwenden. Genau, und gleichzeitig ist es eben auch feuchtigkeitsspendend. Gerade jetzt, wenn es draußen kalt ist, ziemlich kalter Wind ins Gesicht weht, und trocknet die Haut eben schnell aus. Genau. Wie ihr gesehen habt, das Kokosöl ist bei Zimmertemperatur so eine cremig feste Substanz oder hat so eine cremig feste Konsistenz. Wir werden es da aber nachher beim Rühren etwas erwärmen auf 37 Grad. Und dann wird es leicht flüssig, damit die Zutaten sich auch gut verteilen. Genau, dabei aber aufpassen, dass es nicht zu warm wird, weil sonst löst sich das Salz einfach auf. Genau. Und zu guter Letzt fügen wir noch 50 Gramm von Milchpulver bzw. Magermilchpulver hinzu, was dann nochmal so ein bisschen cremige Textur hinzufügt. Ja, das war es auch schon. Ist wirklich einfach, aber wirkungsvoll. Jetzt könnte man natürlich hier noch ein ätherisches Öl hinzufügen mit einem Duft, aber das Kokosöl hat so einen schönen Eigengeruch und den wollen wir jetzt nicht mit irgendeinem fremden Duft übertünchen, weil Kokosöl riecht einfach fein. Ihr riecht am Ende dann wie ein Pina Colada. Gut, also jetzt kommt das Handwerk hier. Ich verschließe den Thermomix mit dem Mixtopfdeckel, mit dem eingesetzten Messbecher, damit es nicht zu arg staubt. Eingestellt habe ich 2 Minuten, 37 Grad Celsius und jetzt werden wir bei Stufe 2 rühren. So, das Peeling hat 2 Minuten gerührt, jetzt haben wir aber gerade festgestellt, bei einem Blick durch den Mixtopfdeckel, dass es noch sehr körnig ist. Wir geben jetzt einfach nochmal einen Esslöffel Kokosöl dazu und werden dann nochmal ein Minütchen rühren. Einverstanden? Tja, wir werden ja sehen, ob es Herr der Zutaten.
kann man auch mal ein bisschen spielen, ne? Also es sind ja immer nur Anleitungen und wenn ihr dann merkt, es passt nicht so ganz, passt das für eure Bedürfnisse ein, das ist gar kein Problem. Die Basis haben wir ja geschaffen und den Rest, das kann man dann einfach individuell anpassen. Genau. So, dann schauen wir doch mal, ob uns das jetzt besser gefällt. Ja, jetzt sieht es gut aus. Zumindest ich. Ja, hat jetzt so eine salzig-cremige Konsistenz. Sieht man das? Es ist natürlich jetzt leicht gelblich durch das Magermilchpulver. Ich fülle das jetzt mal ab. Vielleicht kannst du ja mal kurz unseren Zuschauern erklären, wie man das Peeling eigentlich anwendet. Genau, es handelt sich um ein Körperpeeling und am besten wendet es man einfach nach einer warmen oder sogar heißen Dusche an, da die Poren der Haut gerade ziemlich geöffnet sind und dann sehr empfänglich für beispielsweise die Nährstoffe vom Meersalz sind. Genau. Dann schrubbt man einmal die Haut ordentlich ab, aber nicht zu fest, wir wollen der Haut nicht Schaden zufügen. Und wenn wir dann einmal durch sind, einfach mit lauwarmem Wasser nochmal abspülen. Gründlicher. Genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass durch das Kokosöl meine Haut dann so gut gefettet ist, ich brauche dann auch gar keine Bodylotion oder Creme. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man trockene Haut hat, wird man wahrscheinlich doch eine Bodylotion brauchen, denke ich, ne? Jawohl. Und dann fügt einfach noch Süße zu. Genau. So sieht es jetzt aus. Das ist jetzt einfach ein normales Schraubglas. Das nehme ich auch für Marmelade oder ähnliches, aber in dem Fall jetzt für das Körperpeeling. Das habe ich vorher heiß ausgespült, dass es auch gut sauber ist. Das verschließe ich jetzt einfach mit dem Schraubdeckel und dann ist das Körperpeeling ca. 6 Monate haltbar, wenn ihr es dunkel und trocken lagert. Vielleicht nicht unbedingt im Badezimmer lagern, weil da ist es doch recht feucht. So ganz hundertprozentig dicht schließen diese Deckel nicht, wenn man die jetzt nicht einweckt oder einkocht. Also ich habe das immer im Schrank und wenn ich es einsetzen möchte, dann mache ich das so, wie Kian das gerade erklärt hat. Haben wir noch was vergessen? Nein, eigentlich haben wir alles. Eigentlich haben wir alles gesagt. Wir hoffen, ihr hattet Freude an dem Video und wir hoffen, deine Lehrer haben auch Freude an dem Video, weil die werden das natürlich auch zu sehen bekommen. Dann habt viel Spaß mit dem Peeling und in der Adventszeit. Bis bald, eure Christina Und Kian.